Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo Yoga und zwar ein C94014iIL und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Und die Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite und zwar super klein und auch echt schlecht zu lesen, genau hier. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass es sich hier ja um ein Touch-Display handelt. Trotzdem lässt sich das relativ einfach tauschen. Man muss dafür auch nichts aufmachen. Eigentlich nur die Blende hier vorne abhebeln und dann kommt man direkt an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, genauso wie mit dem Touchpad, das kommt beides zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt aufzuschrauben, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da gibt es zwei verschiedene, und zwar einmal die 4 hier außen. Und dann gibt es aber auch unter der Gummischiene hier noch 3 Schrauben. Und da ist es so, die kann man nach oben hin weghebeln. Da sind halt hier so kleine Einraststellen drin, also falls das ein bisschen schwerer geht, muss man da wirklich ein bisschen einfach mit Geduld dran. Und dann kann man die einfach hier abziehen, die sind eben hier so leicht eingehakt. Und unter dieser Gummischiene sind dann eben hier auch nochmal 3 Schrauben. Falls die Gummischiene irgendwann nicht mehr so richtig kleben sollte, kann man hier mit beidseitigem Klebeband das gerade hier wieder ein bisschen unterstützen. Wobei, wie gesagt, es gibt hier Einraststellen, die hält eigentlich auch so ganz gut. Und ja, was man hier auf jeden Fall auch noch beachten muss, ist, dass die Schrauben unterschiedlich lang sind und auch vom Typ her unterschiedlich. Und zwar sind das diese 4 hier außen, das sind Torx-Schrauben, während die 3 hier unten ganz normale Kreuzschrauben sind. Das heißt, dann nimmt man einmal ein T5 und hierfür ein PH0 und das bringt mich auch direkt zum Werkzeug. Ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist echt alles drin, was man so braucht. Öffner-Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen möglichen Aufsätzen habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und ja, das ist also alles hier auch super nummeriert und wie gesagt für die Torx-Schrauben ein T5 und für die Schrauben hier ein PH0 oder sogar ein PH00, die sind schon relativ klein. Genau, und dann kann man eigentlich auch schon ans Öffnen gehen. Und um die Unterseite jetzt vom Gerät zu lösen, zeige ich euch mal ganz kurz die Verbindungslinie. Und zwar kann man das hier, glaube ich, ganz gut sehen. Genau hier, und dann läuft das so einmal um das Gerät herum, auch auf der Vorderseite. Und in dem Fall benutze ich jetzt einen Öffner, der auch hier im Set mit dabei war. Und dann versucht man eine Lücke zu finden zwischen Gerät und Unterseite. Und da sich das von den Schrauben hier schon so leicht ein bisschen nach oben hin bewegt, versuche ich das einfach mal auf der Seite. Und da geht man dann einfach vorsichtig in die Öffnung und versucht sich da eben eine Lücke zu schaffen und das dann nach oben zu hebeln. Und wenn das nicht so gut geht, kann man es an der Seite versuchen. Genau hier, das geht eigentlich ganz gut. Und ja, also ich bin jetzt im Moment gerade sehr vorsichtig. Das hat aber hauptsächlich den Grund, weil ich das jetzt hier nicht verkratzen will. Aber ansonsten ist auch das laute Knacken, was man hier dann teilweise hören kann, völlig normal. Und genau, dann geht man eben hier dazwischen, hebelt das nach oben.
Und so arbeitet man sich einmal um das komplette Gerät herum. Wie gesagt, wenn das irgendwo nicht so gut geht, dann kann man einfach an einer anderen Stelle das versuchen. Irgendwann kommt man dann auch schon mit der Hand dazwischen, kann das hier so ein bisschen hochhebeln. Und dann sieht man hier, glaube ich, doch ganz gut, wie sich das dann letztendlich doch alles löst. Genau das Knacken meine ich, das ist völlig normal. Und so arbeitet man sich dann einmal um das Gerät herum. Und wie gesagt, einfach mit ein bisschen Geduld löst sich das hier alles. Und dann kann man das irgendwann mit ein bisschen Rütteln und Wackeln einfach abziehen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier am Gerät machen, trennen wir immer zuallererst den Akku vom Mainboard, dass das Gerät wirklich keinen Strom mehr hat. Und da sieht man hier direkt die Steckverbindung, Kabelverbindung. Und in dem Fall zieht man das Kabel dann nach hinten hin raus. Da kann man auch am Kabelbund greifen. Und genau so. So. Und genau, dann kann man ja mal schauen, was man hier noch so sehen kann. Man sieht direkt auf einen Blick, dass es hier keinen RAM gibt. Der ist aufgelötet, also es gibt natürlich einen RAM, aber keinen wechselbaren RAM. Der ist aufgelötet, kann also nicht getauscht oder erweitert werden. Wir sehen hier noch die SSD und eben die Lüfter und den Heatsink. Und ja, dann können wir eigentlich auch direkt den Akku ausbauen. Und der wird von diesen Schrauben hier gehalten und dafür auf jeden Fall, je nachdem was man vorher hatte, hier ein PH0 oder eben auch ein PH00. Und sobald man alle Schrauben raus hat, kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und da sehe ich gerade da unter dieser Abdeckung hier, ja genau, da ist tatsächlich noch eine Schraube, also gerade diese Abdeckung hier abnehmen. Genau, ist aber gleich lang. Und dann ja, kann man den Akku nach oben aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls eben auch tauschen. Die SSD lässt sich hier wirklich super einfach tauschen. Die wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und sobald die raus ist, kann man die SSD so ganz leicht nach oben hin und nach hinten hin dann rausziehen. Und ja, genau so kann man dann eben auch eine neue in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Die kommt zurück in den Slot bis ganz nach hinten, wird nach unten gedrückt, fällt genau auf das Gewinde und dann wieder verschraubt. Bei den Lüftern sieht es hier so aus, dass man die nur zusammen mit dem Heatsink tauschen kann. Und das heißt, man muss die Lüfter und den Heatsink rausschrauben. Man muss auch diese kleine Abdeckplatte hier rausschrauben. Die wird von diesen 3 Schrauben gehalten. Da läuft nämlich auch das Lüfterkabel unten durch. Dann eben diese Schraube hier noch. Hier sehen wir die 3 Schrauben vom Heatsink, die raus müssen. Und dann haben wir hier einmal noch die Schraube und diese Schraube hier. Hier auf jeden Fall auch noch mal schauen, dass man die Kabel, die um den Lüfter herumlaufen, auch noch mit rausnimmt. Ich würde auch hier das gerade mit abziehen. Das ist ja nur so ein bisschen aufgeklebt hier. Und dann ja, kann man die Lüfter samt Heatsink nach oben hin einfach aus dem Gerät nehmen. Gegebenenfalls schauen, ob man neue Kühlpaste braucht. Und dann umgekehrt wieder einbauen. Der ist passgenau, das heißt, das fällt genau auf die Gewinde. Und genau, nicht vergessen, die Kabel eben wieder zu verbinden. Das wäre super ärgerlich, wenn man das vergisst. Und ja, also im Grunde genommen auch wirklich kein Hexenwerk hier. So, den Akku einzubauen ist genauso einfach wie der Ausbau. Einfach weil der wirklich hier passgenau drin sitzt. Der hat sogar zusätzlich hier noch kleine Öffnungen, die als Positionierhilfe dienen. Und der fällt dann eben direkt wieder auf die Gewinde drauf und muss nur wieder verschraubt werden.
Und ja, super wichtig, am Ende tatsächlich einfach nicht vergessen, auch hier wieder das Kabel zu verbinden. Das einfach wieder bis ganz nach hinten rein. Das sieht man hier, das kommt wirklich bis zum Anschlag wieder rein. Und ja, dann kann man das Gerät eigentlich auch wieder zumachen. Die Abdeckung hier noch mit drauf. Und ja, dann kann man die Unterseite wieder verbinden. So, genau, die Unterseite legt man einfach von oben wieder auf das Gerät und drückt die nach unten hin fest. Auch das knackt ein bisschen. Da kann man auch feste drücken. Ich schaue am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum, dass so wie hier keine Öffnungen und Lücken mehr zu sehen sind. Und genau, dann muss man das Gerät nur noch wieder verschrauben. Wie gesagt, die 3 kürzeren Schrauben und dann die 4 hier außen. Am Ende kommt die Gummischiene wieder drauf, habe ich anfangs schon erwähnt. Und ja, so schnell geht das dann. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.